Moin, ich bin Marvin. Ich bin jetzt hier im Wald, weil ich mich tatsächlich jetzt endlich mal traue, mich zu bewerben für Seven vs. Wild. Fritz, ich hoffe, du guckst dir das an, was ich mir hier antue. Das, was ich jetzt hier mache, habe ich so noch nie gemacht. Ich bin hier im Wald und genau, ich habe nichts mit. Ich habe mir gedacht, komm, was ist meine Challenge? Und ich gebe es ganz ehrlich zu, mich ins Wasser zu schmeißen, bevor es losgeht. Also da könnt ihr mich zu pushen, aber von alleine haue ich das nicht raus. Aber ich habe mir gedacht, komm, ich versuche einfach mal ohne Werkzeug, also ohne Taschenmesser, ohne Feuersachen, ohne Tarp, ohne Decke und solche Sachen, kein Schlafsack. Einfach nur das, was ich quasi zum Spazierengehen auch mit habe. Kein Essen, kein Trinken habe ich mit. Genau, das war mir wichtig. Das ist meine Challenge. Wettertechnisch kann ich sagen, es kann verdammt kalt werden heute Nacht. Es hat vor 2 Stunden etwa hier gehagelt. Also jetzt gerade ist schönes Wetter, aber vorhin war es echt saukalt. Es soll bis etwa 2 Grad runtergehen heute Nacht. Tagsüber stand im Wetterbericht bis 8 Grad, aber ich finde, es ist gerade wärmer. Mal schauen. So viel dazu. Wir sehen mal, wie weit ich komme, ob ich das hier durchstehe. Heute ist Freitag und schauen wir mal, ob ich Samstag auch noch da bin. Bis denn, bleibt dabei. Ja, na, finde ich doch gleich, nicht mal 5 Minuten gegangen hier, gleich so eine Rehspur. Also ja, hier sind echt einige Tiere unterwegs. Ich weiß von Rehen, ich weiß, dass hier irgendwo, glaube ich, so ein Adlerbrutpaar ist. Ich habe mich so ein bisschen informiert über den Wald vorher und also mal gucken auch, wie leise es heute Nacht sein wird. Das ist so meine größte Sorge, dass es nachts echt laut sein könnte wegen allen möglichen Tieren, weil ich weiß, dass dieser Wald hier doch ganz gut belebt ist. Ich hoffe, dass ich da auch kein Tier störe. Gucken. So, und jetzt sieht man hier auch schon eine ganze Menge Totholz hier. Das sind alles so Sturmschäden. Ja, das ist so ein Wald, der ist echt naturbelassen. Das heißt, ich denke, ich werde jetzt hier mir was zusammensuchen, vielleicht einen guten Platz suchen und dann baue ich mir mal was. So als Shelter. Gucken, wie gut das läuft. Ja, und hier sieht man gerade echt eine Menge Moos. Und es hat ja jetzt vorhin gehagelt. Ist alles schon geschmolzen, der Hagel, aber hier ist noch echt viel Wasser drin. Ich gucke mal, ob man das trinken kann. Also es kommt ein bisschen was raus. Ja, das geht. Das ist geil. Ja, also man muss dann schon irgendwie hier gucken, dass man sich so ein bisschen Moos hier absammelt und dann wie so ein Schwamm so knüllen und dann mal gucken hier. Ja, seht ihr das? Nicht schlecht. Ist es überhaupt nicht viel, aber besser als nichts. Ja, guckt euch das mal an. Hier ist es super nass und da ist eine richtig, große Pfütze. Und ich habe so einen Durst. Das ist quasi Regenwasser. Und ich bin eh nicht wählerisch. Das trinke ich. Ja, schmeckt erdig. Aber ist nicht schlecht. Und hier sieht man auch gleich das Brennnesseln. Ich glaube ja. Kurz nass machen. Rein damit. Au! Aua! Das hat gepiekst. So, nochmal. Bisschen matschen. Scheiße. Jetzt aber. Hamm. Ja. Erst zerquetschen. Ätzendes Gefühl. Nochmal. Ja. Zerquetschen. So, dann sind die Nadeln alle kaputt. Ja, kann man machen.
So Leute, guck mal, was ich hier gefunden habe. Hier sind so eine Pflanzen am Wasser. Und ich dachte, die sehen irgendwie spannend aus. Und dann habe ich da eben schon so eine so ein bisschen rausgebuddelt. Vorsichtig gezogen. Und dann kommt die so raus. Einmal hier waschen. Ich habe keine Ahnung, wie diese Pflanze heißt, ja. Aber, also die Wurzel, die schmeckt scheiße. Habe ich schon getestet. Aber hier, da wo das so hell ist, das ist wie Porree. Also, oder, ja, so Lauchzwiebelzeug-Gewächs. Also richtig geil. Hier, das ist richtig lecker. Und ich habe echt Hunger. Das ist geil. Zumindest der mittlere Part. So, Spot meiner Wahl. Das Ding hier. Das ist so ein, ich sag mal so ein natürlicher Sitz, wenn man so will. Ich habe einen viel besseren gefunden vorhin, aber der war so nah am Waldrand, das war mir dann doch irgendwie zu doof. Ich wollte schon irgendwie gerne im Zentrum sein. Deswegen wird jetzt das hier. Ja, schade um den anderen Platz, der war wirklich geil, aber ja, was nützt ja nichts. Das hier wird's jetzt. Ich werde das jetzt hier so ein bisschen so quasi umzäunen. Ja, da kommt was hoch und da kommt auch nochmal was hoch, dass ich quasi das hier als Eingang lasse. Das hier wird quasi meine Rückenlehne da hinten. Mal gucken, ob ich mich da so in Embryostellung reinlege, aber wahrscheinlich werde ich erstmal entspannt mich da reinsetzen nachher. Ja, das ist so der Plan. Mal gucken, wie gut das wird. Ja, hier sind Rehe auf jeden Fall. Habe ich gerade eben 2 gesehen. Da hinten jetzt weggelaufen. Ich störe die mal nicht. Ich gehe zum Wasser nochmal. Okay, das war nochmal gut. Der Shelter ist fertig. Ich zeige euch den jetzt mal. So, da ist mein Shelter. Also, ne, ist quasi so ein Holzboden. Ich habe schon Probe gelegen, das geht echt okay. Und hier so Wände, ich kann ja mal so rumgehen hier, ne? Vielleicht hier so einmal rund um diesen Haselbusch hier quasi möglichst abgedeckt. Ist ein bisschen dunkel jetzt, ne? Dass das halt hier nicht so windig ist, denn tatsächlich, das ist das Ding hier, auch im Wald echt windig. Also windig, ja, windig jetzt nicht, aber man fühlt den Luftzug. So, da ist meine Jacke, die habe ich hier so rübergehangen. Und die Ärmel habe ich hier so festgemacht, da und da. Hier kann man das sehen, die Kapuze. Und genau, habe ich da so rüber gespannt. Einfach für den Fall, dass es mal nass ist. Ich möchte halt nicht nachts aufwachen, wenn es jetzt anfängt zu regnen und dann denken, ja, scheiße, was mache ich jetzt? Und dann dachte ich mir, komm, bereite ich das schon mal vor, falls es regnet. Und schlafe halt dann einfach in meinem warmen Pulli darunter. Das ist der Plan. Dann sage ich schon mal gute Nacht. Bis morgen. So Leute, ich bin mir ganz sicher, dass ihr bestimmt nicht sehen könnt gerade, weil es auch echt dunkel ist. Der Mond ist eben untergegangen. Aber ich habe eben eine Sternschnuppe gesehen. Und das macht mich irgendwie glücklich. Ist einfach schön. Es ist mega kalt. Deswegen bin ich auch gerade hier. Ich baue mir gerade hier einen Trampelpfad vor meinem Shelter. Weil meine Füße so kalt sind, dass ich immer wieder aufstehen muss, um zu gehen. Echt, sonst werden mir die noch taub. Es hat kurz nach Einbruch der Dunkelheit heute angefangen zu regnen, bestimmt für 2 Stunden. Das war ganz schön ätzend. Meine Jacke hat funktioniert, also als Dach. Aber mein rechtes Bein konnte ich nicht wirklich trocken halten.
das ist jetzt halt nass. Das geht. Also das ist tatsächlich nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Ach, meine Zähne klappern ein bisschen. Aber ja, wenn ich mir den großen Wagen so angucke, der ist jetzt in etwa ich würde sagen Südwestrichtung. Das heißt, wir haben noch wohl etwa 3 Stunden Dunkelheit. Dann geht die Sonne auf. Also, ja, ich weiß nicht genau, wie spät es ist. Aber, ja. Ich nutze den Wagen einfach, also das Sternbild, um so ein bisschen die Zeit abzuschätzen in der Nacht. Weil die manchmal echt lang sein kann, wenn man friert. Ich habe ein paar Mal auch geschlafen zwischendrin. Das war nett, aber ich bin immer wieder vor Kälte aufgewacht. Naja, ist so. Will auch nicht meckern. Ist auch okay. Also, ja. Es ist schon kalt, aber ich würde sagen, ja, 5 Grad und drunter macht Sinn. Aber naja, ich habe bisher das ganz gut überstanden. Naja, ich habe jetzt hier noch so ein bisschen, dann lege ich mich auch wieder hin. Dann bis morgen früh. Jo, das war eine lange Nacht. Aber ich habe es überstanden, war gut. Es war kalt, es war richtig kalt, also gerade die letzten paar Stunden. Oh, und dann hat es vorhin auch noch mal geregnet, das war so der Guten Morgen-Gruß. Aber ja, jetzt kann ich auch mal hier gucken. Da unten ist trocken. Also hier vorne ist nass, aber da unter der Jacke war gut. Also ging. Ist nicht ganz groß genug die Jacke, um halt wirklich ganz trocken zu halten bei Regen. Aber ich sag mal so, dafür, dass ich nichts mitgebracht habe, außer das, was ich anhatte. Hey, man kann es überstehen. Und es war wirklich eine saukalte Nacht, das muss ich sagen. Also, ja, man merkt den Unterschied, ne? Also, Schlafsack haben, nicht haben, Tarp haben oder nicht haben, das ist schon echt ein Unterschied. Aber geht. Ich habe mir noch ein bisschen gemalt, einfach weil ich Lust habe. Guck mal da oben, die beiden Mäuse, die ich gesehen habe. Ich habe Mäuse gesehen. Dann die beiden Rehe hier. Dann der Halbmond und die Sternschnuppe. Ach ja, das war schon eine, ja, spannende Nacht. Und hier vorne, eigentlich ist ja gar nicht, also hier ist so ein kleiner Pfad war hier, ne? Aber das hier, das habe ich alles platt getrampelt heute Nacht, weil ich auf und ab gegangen bin, um mich warm zu halten. Also das war vorher nicht so. Das habe ich, oh mein Gott, ich bin echt viele Stunden hier hin und her gegangen, um wach zu bleiben. Also ich weiß nicht genau, wie viele Stunden ich jetzt geschlafen habe. Ich habe keine Uhr, aber also ich denke mal, dass ich vielleicht so 4 Stunden und 4 Stunden etwa. 4 Stunden gegangen, 4 Stunden geschlafen. Könnte ich mir vorstellen. Wie selten sieht man denn bitte einen Maulwurf? Ach, wie lustig ist das denn? Der war schon süß. Das muss ich nochmal schnell aufnehmen. So, ich habe jetzt gerade eine ganz gute Pflanze gefunden. So ein Grasgewächs. Die ist immer so ein bisschen aufgespleist. Ich denke, damit kann ich ein Band machen. Teste ich mal. Ich wusste doch, dass es echt kalt war. Das ist Eis. Könnt ihr das sehen da? Das ist kein Tropfen. Das ist richtig Eis. Ja, bin schon ganz gut hier mit dem Band. Mal gucken, wie weit ich das noch mache. Ja, hier haben wir noch so ein Eisstück. Ist einfach festgefroren, der Tropfen. Tja, war schon kalt. War schon kalt. So, Schnur ist fertig. Ist mir gut gelungen, würde ich sagen. Also,
Wie lang ist die jetzt? Mal gucken. Ja, vielleicht. Ja, nicht ganz 2 Meter. Mal gucken, was ich damit mache. So, nehmen wir den hier. Geht hier einmal so rum. Beziehungsweise säbeln das hier so an. Dass da immer so ein Kreis ist. Dann sollte das zack, zack, tada, sehr schön. Ja, ich nutze einfach echt gerne Steine anstelle von Messern. Die gehen halt auch immer. Muss ich die richtigen zurechtsammeln, aber meistens ist das dann gar kein Problem. Die funktionieren gut als Pfeilen, zum Stützen geht's auch. Manchmal muss man sie sich noch extra behauen, irgendwie, dass die so eine richtige Kante haben. Aber an sich finde ich Steine ganz praktisch, weil du die halt überall findest. Was habe ich jetzt hier getan? Ja. Schauen wir mal. Ha. Ein Pfeil ist ja nie ganz gerade, wenn man ihn sich hier schneidet. Man kann die einfach gerade biegen. Und ab und zu mal wieder korrigieren, weil sie noch zurückgehen wollen. Und dann irgendwann bleiben sie in der Form.
So, und als finales Bastelprojekt hier noch hinter meinem eigentlichen Shelter ein Mini-Shelter gebaut für Zwerge, falls die mal hier vorbeischauen wollen. Ist hübsch geworden, oder? Aber ich bin echt zufrieden. Ha, das ist echt schön. Ich weiß nicht, ich finde solche Kleinigkeiten, die machen es echt aus. Wenn man das draußen, beziehungsweise den Wald als Spielplatz sieht, dann hat man echt viel Spaß draußen. Das ist echt so. Das sehr gerne. Also ich kann mir richtig gut vorstellen, wie da einfach so kleine Zwerge einziehen und sagen, so, das ist jetzt meine Hobbit-Höhle. Echt schön. So Leute, lieber Fritz, ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es Bock gebracht, es war aber auch echt hart. Es war ein Experiment. Es ist geglückt. Ich bin zufrieden damit, dass ich die Nacht überstanden habe, durchgehalten habe, nicht eingeknickt bin, trotz anscheinend Minusgraden. Genau, meine Challenge habe ich geschafft. Ich habe es geschafft, mit nichts als nur meiner Kleidung klarzukommen. Ich habe sogar noch ein kleines Bastelprojekt gemacht. Habe zudem gute Laune. Das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Jeder muss dann mal selbst regulieren. Aber ich glaube, das fällt mir grundsätzlich nicht so schwer. Durst habe ich nicht, weil ich Wasser gefunden habe. Hunger habe ich nicht, weil ich habe ein bisschen Kram gegessen hier, so Kräuter, was ich so gefunden habe. Richtig sättigend war das jetzt nicht, aber na komm, jetzt für einen Tag ist es nicht so wichtig. Ich habe tatsächlich jetzt noch keine richtig nachhaltige Nahrungsquelle gefunden, aber ja, hätte ich ansonsten noch Zeit zu. Schlafmangel habe ich, aber jetzt ist das Wetter so gut, dass ich noch einen Mittagsschlaf machen kann. Ich werde jetzt in etwa, ich denke, knapp 24 Stunden draußen gewesen sein mit einer Nacht. Und das finde ich ist eine ganz gute Leistung. Genau, ich hoffe, echt doll, dass du dir das anguckst, Fritz. Und bin echt gespannt auf deine Meinung. Da ist ja noch Platz bei dir frei. Dann wäre ich sehr happy und würde auf jeden Fall mitkommen. Und das heißt, vielleicht auf Wiedersehen. Tschüss!